Guten Abend. Wir beginnen mit einer Reise in die Vergangenheit, die Nachkriegszeit, Anfang der 50er Jahre. Deutschland liegt in Trümmern und in den Trümmern spielen Kinder. Manche von ihnen sind farbig, ihre Mütter Deutsche, ihre Väter schwarze GIs. Und es scheint keinen Platz für sie zu geben in diesem Land, wo vor kurzem noch die sogenannte Rassenreinheit oberstes Gebot war. Brown Babies oder das schwere Schicksal der Besatzungskinder. Dazu später mehr. Doch zunächst zu einer anderen Gruppe deutscher Nachkriegskinder, blonde Waisenkinder diesmal. Manche von ihnen Söhne oder Töchter von SS-Offizieren, die im Krieg umkamen. Alle jedenfalls sind 100% deutsch. Keine jüdischen, polnischen oder angelsächsischen Vorfahren, nein, rein arisches Blut. Dieses abstruse, rassistische Kriterium machte die Waisenkinder attraktiv für das Südafrika der Apartheid. Sie wurden adoptiert. Ihr sogenanntes arisches Blut sollte der burischen Minderheit helfen, weiß zu bleiben in einem schwarzen Land. Regisseurin Regine Dura hat einige dieser Waisen aufgespürt und sie dazu gebracht, auf ihr dramatisches Schicksal zurückzublicken. Auf eine Kindheit in einem seltsamen Land. Weißes Blut, eine unglaubliche Geschichte mit bewegenden Archivbildern und Berichten. Bis gleich. Wenn du ein Kind bist, dann bist du den Erwachsenen ausgeliefert. Also was soll man machen? Meinst du, man fragt ein kleines Kind, sag mal, Wernerchen, wo möchtest du bleiben? Hier in Lübeck oder möchtest du nach Südafrika gehen? Sag uns mal. Einmal war ich zu klein und zweimal das Jugendamt hat Faust gehabt und gesagt, so, das Kind ist freigegeben worden, also es gab Bote, du suchst Kinder, Joe, geh. Weg war das. Klappe zu, Affe tot. Und so bin ich nach Südafrika gekommen. 83 deutsche Waisenkinder wandern nach Südafrika aus, um von dortigen Familien adoptiert zu werden. Eine südafrikanische Kommission und deutsche Jugendämter suchten die geeigneten Kinder aus. Gesundheit war für die weite Reise Voraussetzung. Ich erinnere mich noch, wie da fotografiert wurde. Das war bei einem Fotograf sogar, nicht einfach von irgendeinem. Ich glaube, die Bilder haben die gemacht, damit man uns aussuchen konnte. Das waren nicht meine Kleider. Das waren nur geliehene Sachen, nur für das Bild. Mai 1948. Kinder wandern nach Südafrika. 2 Vertreter einer südafrikanischen Wohlfahrtsorganisation, die vor kurzem in Deutschland eintrafen, halten sich augenblicklich in Kiel auf, um Waisenkinder auszusuchen, die von südafrikanischen Familien adoptiert werden sollen. Allgemeine Vorbereitungen zur Abreise. Und nun der große Augenblick. Die Reise in das unbekannte Land beginnt. Die Kinder fahren einem neuen Leben entgegen. Well, this is a gold mine. Werner Sherlock. That's me. The children that were selected for the scheme had to be of pure Aryan descent. No trace of any foreign blood, Polish, Jewish, British, American, or anything. They had to be super Irish. They wanted the children of dead SS officers. It was to strengthen the Afrikaner nation against the rest of the population groups.
And they believed that the stronger they could make the Afrikaner nation, the better chance they had to survive as a white nation on a black continent. Wir sind also mit dem Schiff angekommen in Kapstadt und sind vom Schiff aus zum Club. Dort haben wir Apfelsinen bekommen. Und uns ist also gesagt worden, das sind dann die Leute, die unsere Eltern werden wollen. Das war mein Bruder gewesen, der gesagt hat, wir müssen Vati und Mutti sagen, nicht Tante. Das hat man uns gesagt, in Afrika. Da gibt's Elefanten und wilde Tiere und Löwen und Schwarze. Vor allen hatten wir Angst. Auch vor den Schwarzen. Unsere Mutter hat ständig wiederholt gesagt, dass es ihr leid tut, dass sie uns adoptiert hat. Dass wir älter sind, als wie sie es eigentlich wollte, dass wir anders sind, als sie es wahrscheinlich wollte, dass wir so alt waren. Und das war doch nicht unsere Schuld. Sie war eine Lehrerin. Hat uns immer erzählt, sie arbeitet an einer Doktorarbeit, hat ihr MA gehabt, hat Pädagogik studiert, angeblich also alles gewusst, wie man Kinder erzieht oder was man von Kindern erwarten kann. Wir mussten alles essen, was aufgetischt wird. Wir durften nichts auf dem Teller lassen. Das war unartig, wenn wir das nicht aufessen und so weiter. Und das war für uns gerade am Anfang ein besonderes Problem. Wir konnten das nicht essen. Wir waren das nicht gewohnt, so reiches Essen zu essen. Und das war nicht unartig, wenn wir etwas nicht essen konnten oder essen wollten. Die hat uns nicht in Frieden gelassen, bis wir nicht auf den Tisch gekotzt haben. Genau so ist es gewesen. The German children were placed with very nationalistic orientated adoptive parents. So all had to be politically on the right side. Afrikaans speaking, Dutch Reform, members of the Dutch Reformed Church. Politically right-minded Afrikaners. Oh yes, no, it went without saying. The founders of the Duitse Kinderfonds, the founding members, they were all very pro-German people, and they were in sympathy with National Socialism. I mean, the Nieuwe Orde and the Oslo Brandwacht were fashioned after National Socialist principles. So yes, they were all fascist. The Afrikaner believed that the Irish is bloed.
was of a higher standard. And of course, to bring in the children and have them adopted here also meant a very strong injection of white blood for the Afrikaner nation, something they always needed in a country where they were in the absolute minority. Ich war der eine, der immer gekämpft hat. Ich habe immer wieder gesagt, nein, das stimmt nicht, nein, ich habe das nicht mit Absicht getan. Aber mein Bruder immer nur weggelaufen. Und meine Schwester hat sich das Bett nass gemacht. Also irgendwie wahrscheinlich auch eine Reaktion da gezeigt. Unsere Mutter in der Zeit in Camps Bay, da hat sie uns oft gedroht, dass sie uns zur Polizei nehmen würde und dass sie uns peitschen lassen würde. Weil wir unartig waren, hat sie gemeint. Aber auch schon damals habe ich gewusst, dass sie das eigentlich nicht darf. Ne? Ja, wir haben schon Schläge bekommen, aber nicht das, was man sagen kann, dass sie uns verletzt haben. Ich meine, der Hintern hat schon mal geblutet, aber sonst nur mit dem Stock. Ich war vielleicht 11, 12 wahrscheinlich. Da hatte sie Geburtstag, da habe ich ein Gedicht geschrieben. Und das habe ich ihr als Geschenk gegeben. Da hat sie gemeint, das hätte nur ein Erwachsener schreiben können. Ich habe es abgeschrieben, hat sie immer behauptet. Sie ist zur Schule, das war die deutsche Schule damals. Und da hat sie dann bei den Lehrern versucht, herauszufinden, wo ich das möglich abgeschrieben habe. Sie hat nach Deutschland geschrieben, jahrelang hat sie nach Deutschland geschrieben, alle möglichen Stellen, das Ding geschickt, um zu erfahren, wo ich das abgeschrieben habe. Ich habe es nicht abgeschrieben, ich habe es selber geschrieben. Aber die erste Folge war, dass sie mich in die Garage eingesperrt hat, 3 Tage lang, Blatt Papier und Bleistift gebracht hat und sagt, schreib noch ein Gedicht über das Wasser, damit ich sehen kann, ob du das kannst. Ja? Und ich ärgere mich immer noch, dass ich das geschrieben habe. Just let me fix this thing first. Something went wrong with this album. It's not the same anymore. That is the man that always referred to me as the Duitserkie. That's old Dial. Daniel Theodorus Ferreira.
my great-grandfather. He always called me the Duistertjie. You know what Duistertjie is? The German, the little German, but it's in Afrikaans. You can't really translate it. It's difficult to translate. But that's what he always called me. I was scared of him. That's my mother feeding the children, the dogs. And there my mother and my father are feeding the lambs, giving them a bottle to drink. He gave me a house, he gave me a bedroom, he gave me bed, clothes, food, and everything I wanted. If I wanted chickens, he'd buy me the chickens. If I wanted a chicken run, he'd build me the chicken run. If I wanted pigeon, he'd get me pigeons. If I wanted a pigeon coop, he'd build me one. Yeah, he always did it for me. He was a very upright person, and he was a very sober and honest to God person. He was a difficult man, and he didn't show a lot of affection, and he didn't show a lot of love at all, because he never had that in his house. Either the Afrikaans people aren't so emotional, and they're not very sentimental. But he looked after me very well, and I had nothing to complain about. You have to understand apartheid, otherwise you won't understand this picture. It's a big farm, and there was a lot of work to be done. Some had to attend to the lands, some to the cows, some to the sheep, some to the pigs. There's about 8 or 9 families that stayed on the farm and that worked for my father. And my mother always said to me, don't, get too close to the black people, because they're not the same, they're different. Nobody could explain to you as a child, listen, you're going on a journey. So I can just think how scared I was and what fear I had to go through. I just got these, wie sagt man dazu, Angstanfälle. It just happened. And if my adoptive mother was still alive, she'd tell you how many nights I screamed because I was scared, that she had to come and sit and hold my hand. And it must have been, she said, for years I was terribly scared. If you want to come inside, then I'll show you. I will tell you a story. Where this box freezer is standing, the coal stove was here. And they had made a fire in it. And those plates were absolutely fire hot. And my mother said to me, don't go close to the stove. It's hot, you're going to burn yourself. So out of spitefulness, I took my hand and I put it on the plate like that. I can promise you it was the last time I did something as stupid as that. She actually gave me a hiding, and then she took care of me. She said, you listened before. So I really deserved that slap. On the ship to South Africa, on the Winchester Castle, Tante Irmi Zemke called me ein eigenwilliger, aber liebensvoller Kind. I had a very strong will of my own. Und ich habe mich immer durchgesetzt. And my mother realized that, and I'm so grateful to her, because she never tried to break that will that I had. I played with myself and my toys, and in the afternoon after the school, I used to play with the black children. Were the black kids allowed into the house? Oh, of course not. Gottes Willen. It's the heyday of apartheid. And I wasn't allowed to go in their huts either. We had to meet on neutral territory.
I did try to hide the fact that I was born in Germany. If people ask me, I didn't want people to talk about it. I didn't want everybody to know about it because I wanted to be accepted as part of the Afrikaner establishment. Kom met jou. Goed. Bij die blij nou. Nee, Jette, je lijkt nou net zoals jou ma. Wat een plekje. Hoe gaan dit? Dankie vir jou. Lekker, dankie. My eerlikheid. Dit nou die. Niks. Nee, man, goed en jy? Ja, goed gestaan, man. I would like to show you this photo here. This is Marita's father and her mother, and he was acting state president of the Republic of South Africa. That was the day of his inauguration. And there's another photo of him and his wife, and that was the first state president of the Republic of South Africa, Advocate C.R. Swart. Ek dink so baie aan die geskiedenis van jou. O. Ek dink dit by Tapmetjie begin in daai huis waar al die boere-generaals sit hier. Hulle vra vir my nou dag baker ek nou my liefde vir die geskiedenis, dus ek by my ouma, want sy het elke politieke party en elke prime minister het sy geken. Ja. En So dan jy sê voel ook dat dit daar begin. absoluut ja, my liefde vir geskiedenis definitief daar begin. Want ek weet die wet. Ek sien haar nou nog met daai ouetjie hier, sy is so opgewonde raak as sy van die verkeerde mense praat. Jy moet toch net nooit in jou lewe 'n verkeerde woord van generaal Hertzog sê Dat nie. zei hij, ja. Ja. Wanneer is jy gebore? In 1958. Ja, ek is 63, die wet is 57. Die wet is hier, ja. Toe was ons al weg toe hy gebore is. Uit. Daar. Uit. Ja, hy is toe al weg. Dertig. Ek was toe al weg, maar ek meen ek het baie veel nog kom kuier in die Ons het beginjare. altyd gaan kuier daar bo, moet jy nou onthou, ja. Unsere Adoptiveltern, alle haben gesagt, Mai, die haben 3 Kinder adoptiert. Das ist was, ne? Deswegen haben sie es getan. Das glaube ich. 3 Kinder adoptiert, das ist was, ne? Die armen Manns. Die waren so religiös. Und er hat immer am lautesten gesungen in der Kirche. Deswegen gehe ich heute nicht mehr in der Kirche. Der hat es einfach für mich verdorben. Diese Scheinheiligkeit, so habe ich das gesehen. Großes Show machen in der Kirche und uns schlecht behandeln. Grausam behandeln. Gemein behandeln. Gehässig behandeln. Wenn man in Kapstadt bei Versicherungsgesellschaft den Namen nennt, da wird sofort gefragt, armer Mann, das ist der arme Mann von der Old Mutual. Ja. Oh, he likes the girls. Das hat jeder gewusst. Der war irgendwie so ein bisschen ein dirty old man. Ja. Der hat immer unnötig die Leute abgeknutscht. Das hat mich natürlich gestört, wenn ich sowas gesehen habe. Ne? Und dann habe ich gewagt, das zu fragen nochmal. Warum tut er das? Die möchten das doch nicht. Ich habe ihn mal verdammtes Schweigen genannt. Oh, das gab ein Theater. Ich kann nicht so was sagen. Da war auch niemand, den wir sowas hätten erzählen können. Da war niemand, zu dem wir gehen könnten. Also kurz nach dieser Geschichte mit dem Gedicht habe ich gedacht, ich will bei diesen Leuten nicht bleiben. Ich will nach Deutschland zurück. Die Ammermanns, die wurden dann auch noch vor Gericht geladen. Und ich wurde dann offiziell von denen weggenommen, soweit ich das verstanden habe. Aber niemand hat mir erklärt, worum es eigentlich geht. Auch da beim Gericht
hat man mich nichts gefragt. Und ich hätte eigentlich sprechen wollen. Denn ich weiß nicht, was die denen erzählt haben. Ich kann nur glauben, wahrscheinlich hat das auch nicht gestimmt, was die denen erzählt haben. Das Herausbringen der 83 deutschen Kinder nach Südafrika war ein großes Unternehmen und ist mit besonderem Erfolg gekrönt, nicht nur was allgemeiner Empfang betrifft, sondern auch was individuelles Verständnis zwischen Eltern und Kindern betrifft. Die Kinder sind nun alle glücklich, gesund und zufrieden bei ihren Pflegeeltern. Wir bekamen regelmäßig Berichte über jedes Kind und es sind noch keine Klagen gekommen. Die Eltern sind sehr zufrieden, glücklich und stolz auf die Kinder, welche ihnen vom deutschen Volk anvertraut wurden. The Dietse Kinderfonds. I expected you to be grateful for what they did, and that you forever had to thank them, and that forever you had to be reminded how fortunate you were that you were one of those 83 children that were saved from this disastrous life that you would have had if you stayed in Germany. A rare reunion at Fountains near Pretoria brought together 83 one-time orphans from Western Germany who were adopted in 1948 by South African families. There to give his official blessing was the mayor of Pretoria, Dr. P.J. van der Walt. From Germany came Wilhelm Kerber, former Minister of the Interior of Schleswig-Holstein. The whole party moved off then to the Voortrekker Monument, granite symbol of their new homeland. This picture was taken in front of the Voortrekker Monument on the 6th day of April 1963, 15 years after the German orphan children landed in South Africa. This was the first reunion that was organized by the Dietse Kinderfonds, where the former Minister of the Interior of Schleswig-Holstein, Mr. Wilhelm Kerber, and his wife Edith were also the guests of honor. Darf ich Ihnen aber, meine lieben jungen Freunde, aufrichtig wünschen, dass sich Ihre Erwartungen und Hoffnungen an Ihre Zukunft im neuen Vaterland erfüllen mögen. The whole day was about welcoming the children as part of the Afrikaner volk. Vandag ken ons net een vaderland, Suid-Afrika. Sy probleme is ons probleme en sy toekoms ons toekoms. Ons hoop om ons deel te kan bydra in sy geveg teen die winde van veranderinge wat teen sy grense waai, om sodoende te verseker dat ons ideale verwesenlik sal word. The Dietse Kinderfonds wanted to change them into these little robot super Afrikaners that would, go with the system. Dr. Vera Burman, who helped to bring the children out, was happy to recognize faces among them, though the years have added many inches to their stature. A German male voice choir sang some traditional songs and songs of their new homeland for these new and useful citizens whose grim memories of the past have been swallowed up by their newfound manhood in a land of sunshine and opportunity.
policy is one which is called by an Afrikaans word apartheid. And I'm afraid that has been misunderstood so often. It could just as easily, and perhaps much better, be described as a policy of good neighborliness. Ich habe oft gesagt, wenn ich ein Schwarzer gewesen wäre oder ein Brauner, ich wäre tot. Denn I would have got into trouble. Das war so ungerecht, diese Rassenpolitik und alles gerechtfertigt mit der Bibel. Ja? Alles, das war irgendwie richtig. We were all brainwashed. Farbige durften nicht zur gleichen Kirche gehen. Die durften nicht mal unser Vater unser beten. Das war ja nicht ihr Vater. Wie kann er dann deren Vater sein? Nicht? Die mussten sagen, der Vater, nicht unser Vater. Well, it was never a so-called white country. It was bad in the sense that you were pariah. South Africans were pariah. I mean, you had no standing in the world. You were isolated by the international community. Sanctions against the country. So yeah, it wasn't nice to live in apartheid South Africa. It was definitely not nice. But I mean, we cut ourselves off from all of that. We led our own private lives, and that was fine. I mean, I had a lovely garden, and I had a swimming pool, and I had children, and we spent Sundays in my garden, and we made. So, you know, you cut yourself off from reality, that's what you did. And we lived in this fantastic fool's paradise. Doctoral degree in history at the University of South Africa in 1980. The height of my academic career. I was in the prime of my life, in the best years of my life. Mein kleines Boot. Also das kleine Boot, das hat mir gefallen. Das war ein ganz feines kleines Boot. Wie bist du zum Segeln gekommen? In der Militärzeit habe ich in der Kriegsmarine das kennengelernt, kann man sagen. Und das war ein sehr hartes Training. Die haben uns gescheucht, ganz schlimm. Wir hatten dann auch, was wir nannten, ein Precision Squad. Wir haben über 60 verschiedene Bewegungen gemacht, ohne Befehl. Das musste auf die Sekunde, auf das Bruchteil von einer Sekunde musste das genau zusammenklappen. Ne? Und wir haben bei jeder großen Parade hier in Südafrika mitgemacht. Ob das jetzt Eröffnung vom Parlament war oder Begräbnis vom Gouverneurgeneral oder irgendwie so eine große Show irgendwo. Da sind wir eingeladen worden, wir sind rauf und runter überall hin geflogen, meine Gruppe, meine Klasse, und mussten wir dieses Precision Squad vorführen. Leute haben geklatscht. Das war ganz toll irgendwie. Da waren wir stolz drauf, dass wir die Besten waren. Niemand konnte uns was antun. Komm, komm. Kom.
always sit here for a few minutes. I've got emphysema, so I can't walk too far without taking a short rest. It was after the 1963 reunion and all those things that I started wondering whether I shouldn't go and look for my roots, because I heard some of the other children that came out with me had already done so, and they had discovered relatives. And it sounded very exciting. I thought, gee whiz, because I may just have relatives that knew my parents, because, I mean, my parents were dead as far as I knew. As far as it, because that's what my parents told me, my mother. I, to my shock and horror, realized that my mother had never died. She was still alive, and that I was een eerliches kind, what is that in English? And that they had given me away for adoption. And then I decided I would like to meet this woman that was my mother. But how do I find her? And then I wrote a letter to the church in Lübeck. And they put me in contact with my grandmother, Frau Frida Schellack. That's enough for today. And this is the letter she wrote me. Mein lieber Enkel, zuerst bedanke ich mich für deinen Brief. Es war bestimmt ein ungewöhnlicher Brief, welcher mir viel Aufregung, aber auch viel Freude gebracht hat. Und nun muss ich dir wohl erklären, unter welchen Umständen du zu Pflegeeltern gekommen bist. Als es mir gelang, unter vielen Schwierigkeiten Ende Februar 1946 nach Lübeck zu kommen, wurdest du gerade geboren. Das Wiedersehen mit meiner Tochter hatte ich mir anders vorgestellt. Sie hatte sich also in Lübeck in ein Liebesverhältnis mit einem Soldaten eingelassen. Als das Verhältnis nicht ohne Folgen geblieben war, stellte sich heraus, dass er verheiratet war. Ihre Verzweiflung brauche ich wohl nicht zu schildern. Ich selbst habe deinen Vater nie gesehen. Ich muss sagen, ich hatte auch kein Verlangen, den Verführer meiner Tochter kennenzulernen. Ohne mein Wissen ist er noch einmal nach Lübeck gekommen, um meine Tochter zu überreden, dich zur Adoption freizugeben. Die Vergangenheit hat leider sehr an ihrer Gesundheit gezehrt. Sie leidet schwer an Herz und Nerven. Darum zögere ich noch, dir ihre Anschrift mitzuteilen. Es ist bestimmt eine aufregende Angelegenheit, wenn nach so vielen Jahren ein verschollenes Kind wieder auftaucht. Die alten Wunden bluten plötzlich wieder auf. Auch in ihrem Familienkreis möchte ich keine Unruhe stiften. Im Namen der ganzen Familie, herzliche Grüße, deine Großmutter. Ich habe nur die ganze Zeit gedacht, es wäre doch schön gewesen, wenn ich Teil dieser Familie in Deutschland wäre aufgewachsen. We celebrated our 7th anniversary last week. 1st of December. Yeah. A little bit longer. We treated ourselves with an ice pint at Eagles.
So we're in our 8th year now. We met, I think it was in April or May of 2002. And in the end of that year, she moved in with me. And we've been together ever since. Mm-hmm. And apparently, as 7 years now. As somebody said to us a while back, you guys are joined at the hip. And I don't know, we can't do anything without each other. It's always, we've got to be together. It's just as English saying, if you've got a good relationship, that's what they say. And I sometimes tend to think, if when we're going to have a cup of tea, it's like, I go have a glass of wine, and for some reason when we leave there, I always think, I drink but Bana gets slightly tipsy. That's how I know. Nonsense now. I know it can never happen that way, but sometimes it just feels that way. It feels that way, yeah. I'm just going to let it go like this. I hope you're making it like you did last time. I'm trying my say best. Als ich das erste Mal wieder in Deutschland war, irgendwie war das eine wunderschöne Zeit. Wir waren 4 Jahre drüben, ein ganzes Jahr sind wir mit einem Campingbus rumgefahren, 3 Jahre habe ich studiert, 4 Jahre haben wir da gelebt. Das war eine gute Zeit in meinem Leben, die 4 Jahre. Wir sind immer mit einer südafrikanischen Fahne hinten im Campingbus rumgefahren. Wir haben manchmal am Auto Schrift Scheiß Faschist und so weiter. Ja? In Deutschland. Und wer sind die Faschisten? Alle haben uns attackiert. Südafrika, Rassenpolitik, Apartheid. Immer ist man in die Ecke gedrückt worden, dass man das Gefühl hatte, man muss irgendwie etwas verteidigen, was ich nie wollte. Und ich wollte dort sein, ich wollte etwas dort finden. Ganz einfach das Wissen, dass ich dorthin gehöre, dass ich zu Hause bin. Dass ich irgendwie ein Recht habe, da zu sein. Hier hatte ich das nie. Wenn ich eine politische Meinung ausgesprochen habe, war ich sofort die Bloody Duitser. Geh zurück, wo du hergekommen bist. We are now in the old East Berlin. Ja. Ja, das ist kommunistische Architektur. Das ist ich und meine Mutter. Das war 1967, während meines ersten Besuchs an Deutschland. Da haben wir uns zum ersten Mal getroffen. Ich habe sie rote Nelken mitgebracht zur Begrüßung und sie sagte sofort, Werner, hier ist deine Mutti. Ich habe dich sofort wiedererkannt. Das war ein sehr komisches Gefühl. Die Frau ist deine Mutter, aber sie ist auch wildfremd. Du hast die Frau noch nie in deinem Leben gesehen. Wir haben dann sehr schön Kaffee getrunken und Kuchen gegessen. Die Oma und die Mutter hat sich dann gegenseitig so ausgesprochen, ja, wir konnten dich nicht das geben, was du in Südafrika hast und so weiter. Und dann hat der Stiefvater brachte in mir die große Unruhe, als er zu mir sagte, er wäre bereit, mich in die Ehe zu nehmen.
Aber die Großmutter und die Mutter wollten das nicht haben. Ich habe mit meiner Mutter in Deutschland nicht ein schlechtes Verhältnis gehabt. Aber das Vertrauen war von Anfang an nicht da. Tell me a bit about Tante Hilda. No. Come on. Wenn die weiße Flieder blüht, gehe ich nach Hause. With the white flowers bloom. Ja, als die Wettflieder bloemen. Ja. Schauen Sie sich lekker omgeworden. Tante Judith. Mann. Du siehst ja gut aus. Aber du auch. Du bist so dick geworden. Ja, du bist dick geworden. Furchtbar dick geworden. Ist das eine schöne Tochter? Das ist meine Tochter. Mensch, ist sie hübsch, Das ist der kleine Helgebuch vor 30 Jahren. Ach, du liebe Zeit. So lange ist es her. So hübsch ist er, oder? Na? Hallo? Du bist ja ein großer Mann, was? Ja, du bleibst nicht klein, was? Tante Hilde, die ist meine Freundin von 8 Jahren. Ja. Die heißt Justine, der Name. Ja. Ja. Gut. Setz dich mal hier hin. Danke schön. Komm, setz dich hier. Ja. Es ist aber so gut, dich wieder zu sehen. Na ja, ich auch, du. Werner, auf dass du wieder gesund und heil hier bist. Wir freuen uns alle. Ich freue mich auch sehr, dass wir uns wiedersehen. Zum Wohlsein. Zum Wohlsein. Tante Judith. Justine. Ja, du. Prost. Modern. So, Prost. reinfahren. Ja. Mit Genuss, Werner. Oh, Gott, ist das schön. Werner ist immer wie ein großer Bruder zu mir. Ich habe damals die Sache miterlebt, wie Werner sich gemeldet hat. Da war ich ja noch klar jung und habe es also nicht verstanden, wie man ein Kind weggeben kann. Ich habe immer gefragt und das war immer sehr schwierig für mich als Kind, dies zu beantworten. Also die Eltern haben sich große Mühe gegeben und ich sage, mein Kind gibt man nicht weg und deswegen, ja, er kam hierher und meine Eltern haben ihn als Kind aufgenommen. Und ich hänge sehr an Werner. Sein Schicksal finde ich fürchterlich, was die Eltern mit ihm gemacht haben. Er hat ein ganzes Leben darunter gelitten und ist eigentlich, ja, wie soll ich sagen, nie recht glücklich geworden. Und deswegen möchte ich ihm die Zeit, die er hier ist, eigentlich schön gestalten und ihm, ja, die Zeit, ja, dass er zufrieden ist und dass er glücklich ist eigentlich. Werner war ja auch unser Sohn, wo er kam, nicht? Ja. Werner? Du gehörtest zur Familie, also das war 6. Die im Alter hinkommen. Ja. Da kann man wirklich die Flasche leer machen. Das ist schon wieder an. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, guck mal, das Ja. ist 30 Jahre her. Ah. Schau mal. Ich hab den gedreht. Ja, ich habe dir die Kamera in die Hand gedrückt und Ja, hab gesagt, ja, mach ja. mal. Jetzt kommt der Affe, der bei uns auf dem Auto Ja, ja, da kommt auch noch. Da sind wir auf dem Weg in der Kröger Nationalpark. Richtig. Dann komme ich noch mal, glaube ich.
Das ist das einzige Mal, wo ich drauf bin. War das, wie ihr angekommen seid damals, Rudi? Ich glaube. Ja. Ne? Das war der erste oder zweite Tag. Ja. Mhm. Das ist Zulu-Tänze. Ach ja. 14 Stämme haben da aufgeführt. Aufgetreten, ja. Ja, aber ich hatte ja nur einen Film mit, so konnte ich nur immer einen Anfang mit filmen. Das Leben in Apartheid Südafrika. They don't do these things anymore. It's degrading. Because this is what the, Apartheid wanted to show to the world. That they were indigenous savages. It feels so unreal. It feels like a horror movie from the past. Das ist unsere Stadt Pretoria. Ja. Naja, Pretoria hat sich nicht viel geändert seitdem. Es ist nur pechschwarz geworden. Pechschwarz. Hilde, du kannst nicht an der Straße gehen, das ist nur schwarz. Ja, nee. Und hier in die Innenstadt, da fährt kein Weißer mehr hin. Do you recognize some of those places? Was ich lustig fand, war damals, wie ihr Maria besucht habt. Oh Gott, ja, da hat sie erstmal die Kekse aus dem Kiegel gestohlen, dann nach Hause. Wer ist Maria? Schwarze Frau, die ihm ausarbeitete. Die Bedienstete. Also Da habe ich zu Maria gesagt, das war eigentlich verboten, man durfte das nicht machen, aber ich habe gedacht, shit, wir versuchen mal. Denn Hilde und Horst wollten so gerne mal sehen, wie die Schwarzen leben. Da sagte sie Maria, lädt uns nur alle ein zu einer Tasse Tee. Dann ist sie hingegangen, hat erstmal Tee geklaut, Milch geklaut, Zucker und so eine Tüte mit Biskuits. Das hat sie uns alle so serviert. Oh Gott, ich habe so gelacht. Naja. Also von 74 bis 77 habe ich in Belleville bei Sanlam eine afrikanische Lebensversicherungsgesellschaft. Im Vergleich zu Old Mutual, die mehr Englisch war. Ne? Als Abteilungsleiter gearbeitet in der Verkaufsförderung. Ich hatte ja Marketing studiert, ne? Also tollen Job gehabt, Verkaufsförderung für Sanlam. Oh, ich war unglücklich. Ich habe so deutlich gesehen, warum wir hier in Südafrika Probleme hatten. Und die Haltung von den Leuten, meinen Kollegen, das hat dann derzeit angefangen mit Steinen werfen und Schulen abbrennen. Und die Weißen hatten echte Angst. Wir haben nachts, ich sage wir, denn ich habe sogar mitgemacht, wir haben die Straßen patrouilliert mit Schrotflinten. Und ich habe es damals schon gewagt, den Leuten zu sagen, jetzt schmeißen die mit Steinen und Stöcken. Das wird nicht lange dauern, dann haben die Waffen. Lass sie kommen. Osalala. Ne? Das war dann die Antwort. Osalala Frexkit. Das heißt in Afrikaans, lass sie kommen, wir werden die erschießen.
Da ist ein Safety dran, ne? 13 Patronen drin. Hast du schon mal auf jemanden geschossen? Jemand geschossen? Ja. Die passt mir schön in die Hand. Wenn ich irgendwie hinziele, dann da brauche ich nicht nur hin und her. Das passt einfach. Wenn wir zu Hause sind und schlafen, dann schließen wir ab. Wenn wir rausgehen aus dem Haus, dann schließen wir ab. Nehmen den Schlüssel mit, tun ihn irgendwo hin. Also da kommt so leicht jemand wie hier durch, ohne Krach zu machen, ohne Zeit zu verlieren. Und wenn wir zu Hause alleine sind, da kann niemand uns überraschen, wenn wir im Schlafzimmer sind. Das ist wichtig. Well, the year I remember is in '85, and we were living at a residential hotel. Now, this is one of the few hotels that allowed, a non-European or somebody of color to live there on a permit for 3 months at a time. So I was working in Johannesburg and at this hotel, and Peter was staying there as well. Ja, das erste Mal, wo ich mit ihr gesprochen habe, da ist sie am Bürgersteig entlang gelaufen, klack, klack, klack mit ihren Hacken. Und ich stand zufällig vor dem Hotel und habe sie gefragt, ob sie einen Lift möchte. No, sagt sie, I'm only going to Hillbrow. Das war nicht allzu weit, aber ich hätte sie gern mitgenommen, wenn sie das wollte. Und I suppose I tried a few times, ne? Yeah, only as I said, the day, I think it was raining the day. Yeah, you were vulnerable. Das hat also nicht genügt, dass ich sie gefragt habe. Das ist mehr für ein bisschen besondere Gelegenheiten wie Eid zum Beispiel, die Feier. Und das ist so für alle Tage. Das sind ein paar da. Das gehört eigentlich dazu. So ein langes Hemd. Das ist kein Nachthemd. Damit geht man raus. Also wenn ich besonders feierlich aussehen will, dann würde ich das Hemd anziehen und meinetwegen dies aufsetzen. Und dann wäre ich richtig angezogen. Ich war also in Johannesburg bei dem Islamic Society. Da habe ich auch von denen eine Urkunde bekommen. Also so etwas wie eine Geburtsurkunde, könnte man vielleicht sagen. Ich habe alles richtig gemacht. Ich habe mich sogar beschneiden lassen. Das wird erwartet. Also ich hätte es nicht machen müssen. Ja, aber ich habe es gemacht, weil ich wollte. Ich wollte alles richtig machen. Und wenn man berücksichtigt, warum wir überhaupt nach Südafrika hierher gebracht wurden, ich habe mich hier vermehren sollen. Ne? Man wollte mit mir züchten, kann man sagen. Ja? Und obwohl ich eine Tochter habe, die zwar in Deutschland geboren ist, in München, aber doch schon weiß ist, also okay ist, ne? Dass ich danach eine sogenannte Nicht-Weiße geheiratet habe, das ist ganz bestimmt in deren Plan reingepasst. Und das gefällt mir irgendwie, dass ich mich so wohlfühle dabei.
Wir sind jetzt nur eine Minderheitsgruppe. Das wart ihr immer, oder? Ja, aber wir waren... Das war die Gruppe, die Macht hatte. Heute nicht mehr. Das ist der Unterschied. Wenn man hier in Südafrika lebt, als Weißer, da hat man nichts zu sagen. Wir sind den Schwarzen kein Problem, wir sind für die nur unwichtig. Hallo, samen met mij, die kar achterbij. Oké, we got the sign in. I had no contact with him at all for a long, long time. I must give my father credit for that. He made it quite clear that he doesn't have a problem with meeting Rabia, and he phoned us and he invited us to come and have lunch with him and things like that. Hello, buddy. Are we too early? Du wirst gefilmt, buddy. You must smile. Ich kann mich deutlich daran erinnern, dass Mutti oft gesagt hat, dass ihr eigentlich jüngere Kinder hättet haben wollen. Ja, ne? Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wie es kam, dass wir die adoptiert haben. Das ging um das Blut, um die weiße Bevölkerung zu vermehren. Das war die ursprüngliche Idee dahinter. Ja? Ja. Und weiß ich auch gar nicht mehr, ja. Wie es gekommen war. Da waren auch politische Überlegungen. Das ist ganz interessant. Ja, das ist schon eine interessante Geschichte. Diese ganze Geschichte berührt mich natürlich und interessiert mich sehr. An all dieses kannst du dich nicht erinnern. Nein, das kann ich nicht erinnern. Das ist jetzt so lange her. Ja. Ja. Aber ich höre euch nicht. Das ist alles noch so gut abgelaufen. Ja. I suppose we were all abused by the system. And definitely, yeah, I mean, we were expected to become these super little Afrikaners. And I wasn't going to fit the pattern. So when I had made contact with my German family, I became very stubborn and I became very rebellious. And I purposefully broke down what the Dietzenkinderfonds tried to achieve. Until I got what I believe I had to have as my birthright, be a German citizen, not vote for the National Party, be anti-apartheid, all the things that they wanted me to do, I turned around. And when I had accomplished all of that, I felt happy, and then I walked away from it. This is memorable. That's beautiful, eh? It is. Are you a loser of the war as well? Of course. I think so, don't you? I think we were all losers. Heimatvertriebene? Ja, Heimatvertrieben. You're what? Heimatvertrieben. Because, I mean, what happened to us should never have happened. It was a moral mistake, an ethical blunder. Don't do things like that. So we all grew up in a country that we were not really rooted in. I was never accepted unconditionally by the Afrikaner. I was excluded from all the inner workings of Afrikaner politics because I had ties with the GDR and because I was born in Germany. So somewhere along the line, I lost something, which I never found again. Because the Germans didn't really accept me because they gave you away, so what must I do now? So in that sense, I see myself as a Heimatvertriebener. I should actually still be compensated by the German government for the loss of everything.
On the 27th of June 1948, the Germans passed what they call the Währungsreform, which laid the foundation for the Wirtschaftswunder. So every moral reason for letting these children go had fallen away. There was absolutely no reason to send them away. Guten Morgen, darf ich reinkommen? Ja, ich heiße Scheller mit Nachname. Ja, der Staatsangehörigkeitsausweis soll ich heute, wenn es ginge, bei Ihnen abholen. Hat Herr Roxin mir alles Ach, hingelegt, Herr Scheller? ja, ich glaube, wir haben ganz Lübeck schon auf den Kopf gestellt. Habe ich alles hier. Und dann möchte ich, weil ich hier bin, ich weiß nicht, wie das richtige Zimmer ist, aber ich möchte nur wissen, wo kann man einen Antrag stellen als Heimatvertriebene? Wo man einen Antrag, das gebe ich Ihnen gleich die Adresse. Um Das wäre nett von Ihnen. Jetzt erstmal Ihre Unterlagen. Ja, gut. Oh ja, die sind schön. Das ist Staatsangehörigkeit. Ausweis. Ja. Und das ist gültig bis? Der ist jetzt gültig. Der hat kein Ablaufdatum. Ach so, denn der vorige war ja, glaube ich, nur für 10 Jahre. Genau. Da brauchen wir nicht mehr unterschreiben. So, das füllen wir uns. Das ist der 21.06. Das heißt, dass ich deutscher Staatsangehöriger bin? Nee. Das heißt, dass ich deutscher Staatsangehöriger bin. And if you could come back to Germany? If I could come back to Germany, I can't come back. Some magical way, but you could come back to Germany. Would you come back to your... You're speculating about something that can never happen, so I'm not going to give you an answer because I don't know. But yes, if there were some miraculous way that I could come back, I suppose I would love to come back, spend my last days of my life here. But then I'm again too far away from my own children. It's very difficult. You're in the middle of two worlds. You're torn in two, you know what I mean? The one part is to be here. The other part knows it has to go back because you've got your children there, your grandchildren, and everything. So it's difficult. It's not a choice I can make now. Does that answer your question? No, it's difficult. Yeah. It's hard. But what would life be without hardships? Sometimes I like to think of it as a test. Test of what? A test of who you are. Who am I? I don't know who I am anymore. But look deep in yourself. And who are you? I don't know. I've lost everything in life. I don't have a house. I don't have money. I don't have a home. I've got nothing. Who am I? But you know what you do have. I've got you, and that's very important. Okay. But I have to get my life going again. To try and restart this engine. Even du fliegst in die Heimat. You know that song? By Erno Zak. There they go. Freedom. Nee. The song goes, Möwe, du fliegst in die Heimat. Grüß ihr recht herzlich von mir. Möwe, you fly low. Krieg mal blood from me. Why is it so hard? Just go now. Let go. Just go now.
Ich habe das akzeptiert inzwischen, dass ich hier bin, dass ich jetzt nicht mehr zurück kann, dass es zu spät ist, ganz einfach. Meine jetzige Frau, die wird, glaube ich, noch mehr fremd sein drüben. Und ich bin nicht mehr deutsch. Ich passe da nicht mehr rein. Ich bin kein Deutscher mehr. Und gleichzeitig ist mir klar geworden, dass ich hier in Südafrika natürlich auch nie ein Südafrikaner geworden bin. Feierabend. Wer hat das gesungen? Feierabend. Der Peter Alexander. Kennst du den Peter Alexander? Nein. Du bist mir klar. Jeder Deutsche. Feierabend. Ja, das war so 1978 so, das auf der Hitparade in Deutschland. Feierabend. Hat gesungen von Peter Alexander. Und jetzt ist mein Leben auch jetzt Feierabend. For the last 27 years, your life. Did you hear what I just said? Yeah, your life is Feierabend. Your life has come to an end for the last 27 years, No, almost 30 years. Bullshit. No, it has. No, It's come nonsense. Don't talk nonsense. No, it has come to an end for the last 27 years. You just want to argue, that's all you want to do. You love arguing, that's what you like. I don't. Yes, you do. I don't. Lass das jetzt. Listen to the evening sound. Deutsche Waisenkinder wandern nach Südafrika aus, um von dortigen Familien adoptiert zu werden. They had to be super Irish, the children of dead SS officers. Weißes Blut, sehen und wiedersehen auf Arte+7. Das war Weißes Blut, die bewegende Geschichte deutscher Nachkriegswaisen in Südafrika. Auch in unserem nächsten Film geht es um Nachkriegskinder. Nur beginnt hier alles mit einer Liebesgeschichte. Deutschland zwischen 1945 und 50. Die Nazi-Herrschaft ist beendet und die amerikanischen Besatzer kommen als siegreiche Eroberer ins Land. Manche der GIs sind schwarz, manche erobern die Herzen der deutschen Frauen und bald schon werden die ersten Besatzungskinder geboren. Doch damit endet die Idylle.